Hier ist Marto. Ich bin gerade mal auf dem Weg zu unserer Garagenwerkstatt. Wollen noch mal sehen, wie der Status so ist für unseren Fiat 850, den wir restaurieren. Wir haben ja lange nichts mehr gesehen. Zuletzt lief er mit altem Öl und neuen Reifen einmal bei uns auf dem Garagenhof. Schauen wir doch mal, wo wir jetzt sind. Es ist Herbst, eigentlich jetzt genau die Zeit, in der man schön am Auto schrauben sollte. Hier bei uns in der kleinen Stadt. Viele Leute wohnen, mittendrin ein Garagenhof. Dort ist unsere Garagenwerkstatt. Mal sehen. Schauen wir mal in die Garage. Oh. Ja, da soll er rein. Das ist schon mal das Schlüsselbund. Huch! Das ist eindeutig kein Fiat. Und das ist auch das Problem. In dieser Garage wollen wir den Wagen restaurieren, aber die wird noch anderweitig genutzt. Wir müssen sie erst frei bekommen. Aktuell steht der Fiat 20 Kilometer entfernt auf einem anderen Garagenhof, in einer Garage, wo wir nicht drin arbeiten können, weil weder Strom noch Licht noch irgendwas da ist. Insofern müssen wir warten, wie auch immer wir damit weiterkommen. Das ist auch der Grund, warum es nicht weitergeht, warum wir nichts gezeigt haben. Der Wagen läuft, aber damit wir ihn in die richtige Garage bringen können, brauchen wir natürlich erstmal noch ein rollfähiges Auto, das wir dann entsprechend transportieren können, das wir auf den Anhänger raufbekommen und wieder runter. Das heißt, wir werden jetzt noch eventuell den Motor ausbauen, aber das gesamte Fahrwerk drin lassen. Aber viel mehr wird es nicht geben, solange wir nicht in die richtige Werkstatt reinkommen. Aber in der Garage dort ist Strom, da ist eine Werkbank, da ist das Werkzeug, da ist alle Möglichkeiten da, irgendwas zu machen. Wir haben uns entschieden, den Motor nicht zu öffnen. Er ist 45.000 Kilometer gelaufen. Er läuft wunderbar. Wir werden die Peripherie sauber machen, den Vergaser reinigen. Wir werden die Gummiteile, alles was irgendwie auf Alterungsprozessen ausgesetzt sein könnte, werden wir ersetzen. Aber der Motor selber bleibt erstmal geschlossen. Den werden wir ausbauen. Wir haben jetzt einen sauberen Ölwechsel gemacht. Wir werden den Motor komplett ausbauen, zur Seite legen und dann komplett wieder einbauen. Mit dem Öl einmal noch einfahren und dann das richtige Öl für den Motor benutzen.